Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bauen wir eine richtig coole Hollywood-Schaukel aus Holz und jetzt müssen wir erstmal das Holz abholen und ich weiß auch schon, wo ich das finde. Und zwar hier, also da sitzen noch mehr als genug Holzbohlen. Ich denke, da wird was dabei sein. Ja, dann legen wir mal los und bereiten das Holz vor. Auf geht's! Die Holzbohlen für das Projekt sind übrigens aus Kiefernholz. Das Holz hat mein Bruder mal vor mehreren Jahren schneiden lassen. Das haben wir dann eingelagert. Und bevor das Holz jetzt dann vollkommen von den Holzwürmern zusammengenagt wird, werden wir da heute mal was Cooles draus bauen. Und wie schon gesagt, es soll eine Hollywood-Schaukel werden und die wird dann im Garten von meinem Bruder hängen. Die Bohlen haben wir dann zunächst mal sauber gemacht und auf die benötigten Maße zugeschnitten. Das sieht jetzt hier zunächst mal nach einer großen Menge Holz aus, aber die Hölzer müssen ja auch noch geschnitten und abgerichtet werden und von daher wird dann noch einiges wegfallen, was dann als Beinholz im Ofen landet. So, dann bräuchte ich noch ein paar Stahlrohre. Da habe ich hier noch einiges sitzen. Sieht schon mal ganz gut aus. Und ja, was ist denn das? Das kann man doch wahrscheinlich auch gebrauchen. Nehmen wir mal mit. Zum Abrichten ging es dann in der Halle von meinem Bruder weiter. Also ich muss schon sagen, das Abrichten von Holz ist schon ziemlich große Arbeit und ein ziemlich großer Aufwand. Aber wenn man das Holz schon da hat, dann muss man es halt auch irgendwann mal verarbeiten. Und wenn man so die aktuelle Preisentwicklung auch beim Konstruktionsholz sieht, dann lohnt sich das schon wieder selber zu machen. Insbesondere halt, wenn man das Holz da hat und auch die Möglichkeiten dazu hat. So, jetzt sieht das Ganze schon anders aus. Ab geht's! So, da bin ich wieder. Das Holz ist soweit vorbereitet. Dann können wir jetzt mit der eigentlichen Montage weitermachen. Also bis zu dem Punkt hier kann man sich die Arbeit ja eigentlich sparen, wenn man sich das Holz einfach im Baumarkt holt. Soll ja aktuell ziemlich günstig sein. Die Sitzfläche für die Hollywood-Schaukel habe ich mir ja schon mal aufgezeichnet und die schneiden wir jetzt mit der Stichsäge aus. Also das Sägen mit der Stichsäge ist bei dieser Materialstärke nicht wirklich optimal, muss ich sagen. Da war eine Bandsäge deutlich besser, aber ich habe leider keine und von daher muss ich halt mit dem Werkzeug arbeiten, was ich da habe. Und ja, letztendlich hat es auch damit einigermaßen funktioniert. Den Korpus habe ich jetzt mal grob ausgeschnitten und in etwa so soll die Sitzfläche dann aussehen. Das brauche ich jetzt genau 3-mal. Mit dem Aussägen bin ich jetzt soweit fertig. Ja, ist eigentlich ganz gut geworden, aber jetzt habe ich ein kleines Problem. Und zwar kriegt man mit der Stichsäge natürlich bei so einer Materialstärke keine hundertprozentig gleichen Ergebnisse hin. Und jetzt habe ich hier zwischen den einzelnen Hölzern immer so einen Höhenversatz. Die müssten aber eigentlich komplett gleich sein. Bei einer Materialstärke von 5,5 cm habe ich natürlich da jetzt auch keine Möglichkeit, mit dem Bündigfräser zu arbeiten. Wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Also ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich die Blöcke hier mit Schraubzwingen zusammenzwingen werde und dann gleiche ich mit einem Winkelschleifer und einer Schleifscheibe die Fläche hier dann gleichmäßig an. Also könnte funktionieren. Ich werde es mal versuchen, aber nicht hier in der Werkstatt, weil es gibt einen riesen Staub und das mache ich lieber draußen. Zum Schleifen habe ich, wie ihr sehen könnt, eine relativ große Schleifscheibe verwendet. Die ist deutlich größer als der Schleifteller und dadurch hat es Angleichen der Höhe eigentlich relativ problemlos und gut funktioniert. Zum Glück. Und so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Kann man lassen, würde ich sagen. Staubige Angelegenheit. Wo ich jetzt dann schon so staubig war, habe ich auch gleich die Latten für die Sitzfläche vorbereitet. Die habe ich mir zuerst mal auf die passende Länge zugeschnitten und dann habe ich die Kanten noch mit der Kantenfräse sauber nachbearbeitet und abgerundet.
Die einzelnen Elemente werden dann nachher mit den Metallrohren verbunden und da müssen wir jetzt erstmal exakte Bohrungen anbringen. Und die Bohrungen müssen wirklich exakt sein, weil sonst passt es nachher hinten und vorne nicht. Das Rohr hat einen Durchmesser von 35 mm und dafür habe ich zum Glück einen passenden Forstnerbohrer. Beim ersten Mal habe ich jetzt so tief gebohrt, dass das erste Holz durchgebohrt ist und das zweite Holz angebohrt ist, weil dann kann ich jetzt hier ab dem zweiten Holz komplett durchbohren und dann haben wir überall die gleiche Führung. Also dann ist das Loch überall genau gleich. Ja, dann machen wir die Bohrung mal fertig. So, wie geplant, ein exaktes Loch. Das innere Element soll aus optischen Gründen verblattet werden. Warum, werdet ihr nachher noch sehen. Ich habe mir jetzt schon mal mit der Kappsäge auf die passende Tiefe vorgeschnitten und dann schaue ich jetzt mal, ob ich das dann hier sauber rausgestemmt kriege. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Mal sehen, wie es funktioniert. Eine kleine Anmerkung an alle Schreiner, die jetzt vielleicht zuschauen. Augen zu und durch. Nur durch Übung wird man besser und es ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Die Verbindung habe ich dann verleimt und später wird das Ganze noch mit M10er Flachschrauben verstärkt. Das wäre jetzt meine Verplattung. Ja, nicht hundertprozentig genau, aber fürs erste Mal würde ich sagen, gar nicht mal schlecht. Sieht man dann letztendlich eh nicht. Also von daher passt soweit. Bevor wir jetzt dann weitermachen können, muss ich erst mal kurz im Baumarkt. Brauche noch ein paar Sachen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit. Auf geht's. So, dann würde ich sagen, starten wir mal durch. Also ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Bei mir in der Umgebung gibt es 5 verschiedene Baumärkte und die nutze ich eigentlich fast alle. Also kommt immer darauf an, was ich brauche und je nachdem gehe ich zu einem bestimmten Markt. Jetzt brauche ich zum Beispiel so Eisenkleinteile, Schrauben und so Zeug und da habe ich einen Markt, da hole ich das immer. Aber bei dem Baumarkt, da hole ich sonst nichts anderes. Also ja, weiß nicht, wie ist denn das bei euch? So, die Einkaufsliste habe ich am Start, dann legen wir mal los. So, das schaut schon mal gut aus, da bin ich richtig. Edelstahl. Was ich zum Beispiel jetzt an dem Baumarkt hier nicht schlecht finde, ist, dass er ein ziemlich großes Schraubensortiment hat und man die Schrauben auch einzeln nach Gewicht kaufen kann. Ja, ihr wisst ja, wie es sonst immer ist. Man braucht manchmal 20 bis 30 Schrauben und dann muss man immer ein ganzes Päckchen kaufen. Und das ist halt hier nicht der Fall. So, packen wir es wieder. Naja, im Baumarkt war die Hölle los, aber ja, gut, Freitagmittag, was will man da anders erwarten, ne? Abflug. Ich habe jetzt eigentlich auch alles bekommen, was ich gebraucht habe, bis auf eine Sache. Das ist die Kette für diese Hollywood-Schaukel. Ja, mit der Größe, wo ich die Kette gebraucht habe, waren noch 5 Meter da. Und wie viel hätte ich gebraucht? 7. Oh Mann, jetzt muss ich deswegen wegen dieser Kette noch mal fort. Aber naja, kriegen wir alles. So, dann hätten wir soweit alles beieinander, dann können wir mit der Montage von der Hollywood-Schaukel weitermachen. Die Metallrohre, die ich besorgt habe, werden nachher die komplette Konstruktion stabilisieren und die werde ich mir jetzt mal auf die richtige Länge ablegen. So, das Gestell haben wir schon mal montiert. Ich denke, jetzt kann man auch schon sehen, wie es dann nachher aussehen soll. Die beiden Rohre sind dann dazu da, um das Ganze zu fixieren. Und ja, mit den Löchern hat es auch optimal gepasst. Jetzt werden wir dann die Latten hier noch aufschrauben und dann an der Seite noch die Befestigungen anbringen.
Für die Aufhängung wollen wir die Metallschellen hier verwenden. Die habe ich jetzt komplett demontiert, habe sie über Nacht in Essigsäure eingelegt und ja, sehen wieder ganz gut aus, würde ich sagen. Also dadurch wird es ja auch ein Upcycling-Projekt. Jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich das gedacht habe. Und die Schellen, die werden jetzt hier einfach so montiert und dann hat man hier gleich eine Aufhängung für die Schaukel. Also ich würde sagen, ist doch gut umgesetzt, oder? Sagt ihr? Als nächstes geht es jetzt dann mit den Latten weiter und da ist die Schwierigkeit, dass man da ein möglichst gleichmäßiges Fugenbild hinbekommt. So, mal schauen, wie wir das dann hier ausmitteln. Ich habe jetzt hier mal die 3 Hauptplatten, also unten, Mitte und oben montiert und die Zwischenräume kann man jetzt dann ausgleichen. Da kann man ja dann mit den Abständen ein bisschen spielen, dass es halt letztendlich gut aussieht. Ja, dann bringe ich mal die anderen Leisten noch an. So Leute, die Hollywood-Schaukel wäre fertig. Wir haben sie jetzt hier noch oben an den Balken befestigt mit den Ketten, die ich gesagt habe. Ja, alles ziemlich stabil, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, ob sie auch bequem ist. Ja, ich würde sagen, da lässt sich's aushalten. Für heute wären wir dann durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, dass ihr wieder was mitnehmen konntet. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.